Die Suche nach dem Erfolgserlebnis geht weiter heute im Heimspiel gegen Mainz. Die sind 16. Ja, es ist momentan leider der Wurm so ein bisschen drin, sowohl vom Ergebnis her als auch vom Spielerischen her. Es ist momentan nicht so, dass wir hier die Sterne vom Himmel spielen. Also auch gegen Gladbach war das leider, obwohl ich mir da viel mehr versprochen hatte, nicht so gut. Jetzt kommt Mainz als 16. Aber gut, in unserer aktuellen Lage würden wir selbst gegen den 18. auch verlieren. Aber ich gelobe Besserung. Wir versuchen hier jetzt mit ausgeruhter Truppe. Wir hatten jetzt mal eine Woche lang wirklich Zeit, uns zu fokussieren, auszuruhen. Die Kräfte sind wieder voll aufgeladen. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir dann gegen Gegner wie Mainz vielleicht, auch wenn es nur dreckig 1-0 ist, aber dass wir einfach dieses Erfolgserlebnis bekommen und dann vielleicht auch das Spielerische wieder ein bisschen von alleine kommt. Diese Leichtigkeit, schnell nach vorne zu spielen. Vielleicht ja jetzt mal der erste Angriff. Ja, aber auch das alte Fehlermuster. Vorne das Pressing klappt leider nicht, also muss ich mich dahingehend auch ein bisschen umstellen. Einfach ein bisschen defensiver stehen. Und vielleicht sogar auf Konter. Nächstes Spiel ist dann gegen Leipzig. Ich sehe gerade, die führen oben gegen Augsburg. Aber auch da laufe ich wieder zu blind raus. Die Positionen müssen auch gehalten werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn halt auch jeder seine Position verlässt, da kannst du halt auch nicht gut spielen. So, jetzt mal hier der Doppelpass. Kusiasare muss durchlaufen. Ich warte die ganze Zeit, dass er durchläuft, dass ich den schicken kann. Hat leider nicht geklappt. Der Gref, Mensah. Und jetzt anderes Thema. Oh, der hat Platz. Jawohl, aber er zieht einfach nicht ab. Da braucht er dann auch zu lang. Das war eine richtig gute Schussposition. Aber in unserer jetzigen Lage ist halt dann auch immer wieder ein Gegner dazwischen. Auch die Mainzer Fans machen sich hier bemerkbar. Aber auch die verteilen hier keine Geschenke. Das merkt man. Also das wird auch wieder ein sehr, sehr hartes Spiel. Eine sehr, sehr harte Aufgabe. Aber wir wollen ja auch nichts geschenkt kriegen. Vielleicht jetzt das 1:0. Kusiasare! Vielleicht hat sowas einfach mal wieder gebraucht. Einfach mal in Führung zu gehen. Gegen Bremen in Rückstand geraten. Gegen Gladbach in Rückstand geraten. Gegen Real. Gut, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass du gegen Real in Rückstand gerätst. Aber auch ganz einfach gespielt. Nach außen, zack, in die Mitte. Kusiasare steht doch da und er kann's doch. Oder wir können's doch auch. Schön gespielt, schöner Abschluss. Da kommt der Keeper nicht ran. Und jetzt bitte genauso weitermachen. Nicht wieder hinten unnötig wieder eine Lücke lassen, sondern einfach jetzt auch aufs zweite Tor spielen. Weil sonst verspielen wir uns das, was wir uns in der Hinrunde aufgebaut haben. Alles. Nächstes Spiel ist ja dann gegen Leipzig. Oh, Achtung, nächste Chance. Aber Mensah, sehr faire Grätsche. Gegen Leipzig, wenn wir so spielen wie die letzten Spiele, kriegen wir 4, 5 Stück. Da brauchen wir gar nicht antreten. Aber so, das sieht jetzt schon mal ein bisschen geschmeidiger aus. Mensah, Kusiasare in der Mitte kommt nicht ran. Aber der Angriff hier, ein Doppelpass, zack, easy peasy. Das war schon mal wieder ein bisschen alte Schule. Möchte ich beinahe sagen. Aber Achtung, Ott ist da. Aber Siem ist auch da und dann bauen wir hintenrum auf. Schön breit machen auf den Flügeln. So, ein Doppelpass. So kann es auch funktionieren. Vielleicht nicht jeden Ball lang nach vorne schlagen. Erstmal gucken, wo die Lücke ist. Und dann sich so peu à peu nach vorne arbeiten. So ist halt jetzt momentan unsere Vorgehensweise. Anders wird es nicht gehen. De Gref, sehr schön gespielt und hinten verpasst Rice. Schade. Also sind doch schon mal ein paar gute Angriffe dabei. Nach 30 Minuten. Oh nein. Das gibt die rote Karte für Kusiasare. Warum gehe ich da so hin, ey? Warum? Oder gibt's gelb, rot? Ne, gelb. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt gibt's rot. Weil er hat sofort abgepfiffen. Hätte ja auf Vorteil laufen lassen können. Hat Kusiasare Glück, dass er da noch auf dem Platz stehen darf. Ja, es war dumm. Ich wollte den Ball grätschen, habe dann einfach zu spät geschaltet. Darf mir nicht passieren. Also auf meinen besten Torjäger darf ich nicht verzichten. Der Gref kommt. Schöne Flanke. Hinten ist Karl, aber der kommt natürlich nicht ran. Dafür Kusiasare. Der legt ab auf anderes Schema. Jetzt aber! Schöner Schuss, gute Chance. Es ist ein Stück in die richtige Richtung. Also die erste Halbzeit ist okay. Nicht perfekt, aber sie ist okay. Wir gewinnen Zweikämpfe.
Die Angriffe nach vorne sehen ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, weil uns der Gegner auch den Platz lässt. Ja. Aber weil wir das auch gut spielen. Hier, Kusiasare Mensah, gut gespielt. Nochmal ein Doppelpass. Karl legt ab auf Andres Cema. Das sieht richtig gut aus. Wie im Training einstudiert. Und genau in diesen Flow müssen wir wieder reinkommen. Dann schießen wir auch wieder Tore. Dann gewinnen wir auch Spiele und dann auch zu 0. Weil dann hat der Gegner gar keine Chance, hier irgendwelche Angriffe zu starten. Aber auch wir werden nicht jeden Angriff wegverteidigen können. Das geht nicht. So einfach geht es dann nicht, auch wenn es nur 1:5 ist. Ich bin gespannt gegen Leipzig im nächsten Spiel, wie das wird. Dann haben wir Celtic, das Hinspiel, dann haben wir Dortmund und dann haben wir das Rückspiel gegen Celtic. Es werden jetzt 4 ganz, ganz wichtige Spiele. Und auch schöne Spiele. Also Celtic Glasgow vor allem auswärts. Dann Dortmund und Leipzig auch. Von der Attraktivität her jetzt nicht, also gegen Leipzig, sondern halt auch wegen der Tabellenkonstellation. Ja, 0 Schüsse für die Mainzer. Sprechen eigentlich auch eine klare Sprache. Spricht für eine gute Defensivarbeit bislang. Weiter so. Dann sind wir auf einem guten Weg. Rice, Pfeiffer passt auf, sehr, sehr gut. Wir müssen auch einfach vorher mit den Sechsern schon in den Zweikampf irgendwie reinkommen. Ja, Mensah hat da Glück. Läuft durch, de Graef. Ja, und jetzt in der Mitte Kusiasare. Oh, die waren ein bisschen zu weit, die Flanke. Warum geht Karl denn nicht hin? Ach Mann, die werden sich da wieder nicht einig. Muss doch gar nicht sein. Cema, Doppelpass, läuft gut durch. Schade, Kusiasare, wenn der Ball ankommt. Haben wir einen richtig gut gespielten Angriff. Und Ott muss jetzt auf der Außen mitlaufen, dann stellen wir hier zu. Ja, mit Kusiasare gehe ich jetzt nicht mehr in den Zweikampf rein. Beim nächsten Mal hat er gelb-rot und dann fehlt er für ein Spiel. Das möchte ich natürlich nicht. So, da können sie rumspielen. Ich versuche weiterhin das Pressing hier hochzuhalten, dass wir den Ball gewinnen. Was natürlich nicht immer klappt. Ja, die Mainzer sind gefragt. Also ich weiß nicht, was sie hier vorhaben. Wahrscheinlich gehört das mit zu diesem Angriff, der dann irgendwann zum 1:1 endet. Weißt du, minutenlange Vorarbeit. Ich nehme Kusiasare jetzt doch mal raus, alleine der Gefahr hin, dass der noch gelb-rot kassiert. De Cut, gut, dann spielt der halt mal offensiver. Eigentlich sind das 3 defensive Leute hier. Ja, von der Hit zu Karl. Der hängt momentan leider auch so ein bisschen in den Seilen. Der war auch mal besser drauf. Also klar, schießt hier und da auch nochmal ein Tor. Aber wie gesagt, war auch schon mal besser drauf wie die ganze andere Mannschaft. Das ist halt jetzt momentan eine Phase, da stecken wir alle drin, da sitzen wir alle in einem Boot. Da kommen wir aber auch zusammen wieder raus. Kobani und Navor wieder gerne ein bisschen mehr mit nach vorne. De Cut und Sarko jetzt in der Mitte. Schön freigespielt. Sarko mit der Chance. Oh, die haben sogar Mukiele. Oder war das der Keeper jetzt? Mukiele. Schön gespielt auf jeden Fall. Guter Angriff. Eckballtor genau in die Phase. Wird jetzt natürlich auch zu uns passen. Wenn wir ausgerechnet, weißt du, jahrelang haben wir nie Eckballtore gemacht. Dann haben wir gegen Wolfsburg 1 gemacht und gegen Real Sociedad. Und jetzt in so einer Phase, wo eh nicht viel läuft, da hätte es genau perfekt gepasst, wenn wir noch ein Tor nach einer Ecke gemacht hätten. Ne, Samba ist im Tor, aber Mukiele haben die auch unten tatsächlich. Rechtsverteidiger, glaube ich. Kobani muss er hin, ja. Schöner Zweikampf, aber ihr seht, wie tief die Mainzer, oh Gott, wie tief stehen die denn? Die stehen wirklich richtig defensiv, also die haben irgendwie keinen Bock nach vorne zu spielen. Nächste Chance, Cema. Das war auch mal irgendein Bug in irgendeinem FIFA-Spiel. Da stand die Verteidigung immer hinten. Am 16er oder sogar noch defensiver, das war irgendein Bug. Der wurde dann auch behoben. Aber die Mainzer, die stehen echt defensiv, also sehr, sehr defensiv. Total unverständlich, weil die müssten ja eigentlich nach vorne spielen. Jetzt der Cut, Rice läuft durch. Rice kann es probieren, hat zu viel Platz. Und Samba ist momentan bester Mainzer. Der springt von rechts nach links. Der ist auch in der französischen Nationalmannschaft. Sein Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, Samba. Ich glaube, das ist der, den ich meine. Aber Siem kommt nicht ran.
Aber die Mainzer sind heute ein willkommener Gegner. Also die haben nicht so viel Gegenwehr, die spielen schlechter als Gladbach und Bremen, ganz klar. Aber vielleicht ist das gerade ein Spiel, was wir einfach mal brauchen. Einfach um wieder ein bisschen Selbstvertrauen hier zu kriegen. Warum denn nicht, de Graef? Cobain, wieder de Graef, der kann doch auch eigentlich so viel mehr. Tristan de Graef. Und wieder Samba. Ist jetzt die 5. Parade innerhalb von 10 Minuten. Also der Typ, der hat einiges zu tun. Gute Ecke, wieder Sarko mit dem Kopf. Kommt nicht ran, aber Siem kriegt nochmal die Chance. Weiß dem Doppelpass, als ob der jetzt von da treffen würde. Aber Siem! Hier darf jeder mal Scheiben schießen. Einer nach dem anderen. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Nebel kommt für Imada bei Mainz. Und bei uns kommt de Graef. Ach, schlechte Ecke. Wir können vielleicht auch nochmal kurz wechseln. Gucken, wie wir noch so auf der Bank haben. Gut, wir haben jetzt Murphy und Vogi. De Graef würde ich jetzt auch nicht unbedingt rausnehmen. Ich lasse ihn jetzt nochmal. Den nehme ich jetzt nicht raus. Da warte ich jetzt nochmal. Wobei, der muss eigentlich durchspielen. Der kann immer nochmal... Achtung. Oh, Ping-Pong. Der kann immer nochmal ein 1 gegen 1 oder so machen. So, ihr seht. Zu groß die Abstände. Die spielen eigentlich so wie wir die letzten Spiele. Zu große Abstände. Wenig Chancen. Wobei Chancen haben wir uns ja rausgespielt, aber ihr wisst, was ich meine. Hier Mukiele. Der Graef ist nochmal da. Der Cut im Doppelpass vielleicht mit Sarko oder Cema. Da kommt von der Hitz. Und wieder Samba, ey. Immer wieder Samba. Der regt sich jetzt zum 3. oder 4. Mal auf. Würde ich aber als Keeper auch, ey. Verständlicherweise. Wenn meine Vorderleute so einen Scheiß verteidigen. Der Graef, bisschen flacher angesetzt. Ach, jetzt kriegt er den... Das passt auch so ein bisschen zu unserer Situation. Der kriegt ihn gegen den Rücken und dann kriegt Mainz den Einwurf. Naja, 10 Minuten noch. Also es war kein spektakuläres Spiel. Ist es auch nicht. Sehr viel Stückwerk. Wenn dann Chancen auf unserer Seite. Für den Mainz hat eigentlich gar nichts zu sehen. Hier, Ball gewonnen. Ist, wie gesagt, ein willkommener Gegner. Muss ich wirklich sagen, das ist ein willkommener Gegner bislang in dem Spiel. Das, was wir einfach mal gebraucht haben jetzt vor den nächsten wichtigen Spielen gegen Leipzig, gegen Dortmund und zweimal gegen Celtic. Sarko versucht da den Fallrückzieher. Gibt es auch einen Foul, ne, glaube ich. Genau, jetzt können wir Vogi mal rausnehmen. Oder reinnehmen für de Graef für die letzten Minuten. Und Samba. Symptomatisch fürs Mainzer Spiel. Und mal wieder ein Alu-Treffer. Hatten wir auch lange nicht mehr. Also Kirito, nächster Strich beim Aluminiumtreffer. Ich glaube, der war gegen die Latte. Nach Vorlage von Samba. Sehr nett. So, und dann scheint es so, als ob wir zumindest mal wieder gewinnen. In der Liga. Sehr, sehr wichtig. Nach jetzt 3 sehr durchwachsenen Spielen, sehr ernüchternden Spielen, gerade in der Liga. Aber Achtung, ich traue dem Brat noch nicht. Die Mainzer, die können immer noch mal was machen. Das würde auch zu unserer Situation passen, wenn wir jetzt noch ein Gegentor kriegen. Achtung, Nebel, Braune, wichtig. Aber es war abseits. Gott sei Dank. Aber Braune hätte ihn ja gehabt, aber auch knapp. Oh, die Stirn. Die Stirn von Nebel war es. Oder Amiri, nee, es war, glaube ich, Nebel. So, gut durchgesteckt. Und dann soll es das gewesen sein. Also, wir gewinnen mal wieder ein Spiel in unserer Karriere in der Liga gegen Mainz. Boah, aber frag nicht nach Sonnenschein. Und zu 0. Mal wieder zu 0 gewonnen. Also, es war auch verdient am Ende. Bisschen Glück gehabt noch, dass das Abseits war. Aber unterm Strich 1:0 Sieg. Und mehr braucht es in so einer Situation manchmal gar nicht. Um es nochmal zu verdeutlichen, Leipzig hat erstmal gewonnen, Frankfurt gewinnt. Es gibt ja diese Höhepunkte, diese Highlights. Es waren 9 Highlights, 5 davon waren Paraden von Bryce Samba. Wenn der so ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall der Keeper davon Mainz. Da wisst ihr schon, wie das Spiel gelaufen ist. 12:0 Schüsse, also ein Spiel, was wir mal gebraucht haben. So, würde ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Nichts Wildes, nichts Spektakuläres. Jetzt haben wir eine komplette Woche auf Vorbereitung aufs absolute Topspiel. Die Meisterschaft wird sich da noch nicht entscheiden, aber es wird in eine gewisse Richtung, glaube ich, gehen. Wenn Leipzig das gewinnt, glaube ich nicht, dass die, obwohl die spielen auch noch gegen Dortmund, gegen Bayern, glaube ich, also dann ist es noch nicht entschieden, aber es zeigt so eine Tendenz an. Wenn wir gewinnen sollten, oh nein, fragwürdiges Essen, oh nein. Nach einem gemeinsamen Essen klagten mehrere Spieler über Unwohlsein. Sieh dir in der Teamzentrale an, wie viele betroffen sind und überleg dir, welche Änderungen du vor dem nächsten Spiel durchführen musst. Nein, jetzt haben die alle Durchfall.
Jetzt waren die alle noch mal S und haben alle Durchfall bekommen. Also ich hoffe nicht, dass das so viele sind. Also wenn jetzt so Kusiasaro und so ausfällt, Bruder, das wäre... Das wäre echt sehr, sehr scheiße, auf Deutsch gesagt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wen hat's denn hier alles erwischt? Ich hoffe nicht so viele. Ah, Rice hat's erwischt. Nur Rice wahrscheinlich, ne? Genau, Erschöpfung, kann in 6 Tagen wieder spielen. Ansonsten alle anderen sind fit. Oder? Warte mal. Wie viele Tage haben wir noch zur Vorbereitung? Warum sind die... Ach nein, die sind alle nicht fit. Was soll das denn jetzt? Die sind alle nicht fit. Oh, krass, das glaube ich jetzt nicht. Guck mal, ey, also bis auf Mensa, der da halbwegs gut rausgekommen ist, aber Siem, die haben alle Durchfall bekommen wahrscheinlich. Normalerweise müssten die topfit sein. Scheiße, ey, gerade vor so einem wichtigen Spiel. Ah, Kutschera auch. Der ist auch erschöpft. Den hat's auch erwischt, also... Jetzt müssen wir mit einer Rumpf... Ey, ich muss Rice ersetzen erstmal. Durch den Cut. Und die anderen muss ich erstmal so spielen lassen, weil... Rice ist verletzt, der muss hier komplett runter. Super. 3 Spieler, davon 2 eigentlich potenzielle Stammspieler. Nehmen wir Greco noch hier mit. Boah, wie soll das werden, ey? Was haben die da ans Essen gemacht? Was ist das für ein Koch? Junge, vor so einem wichtigen Spiel. Wo waren die denn essen? Irgendwo in der Leipziger... In der hintersten Gaststätte von Leipzig oder so. Guck mal, Openda ist auch nicht ganz fit, aber... Gut, was da auf dem Platz steht, ey. Nusa, Openda, Harder... Theo Hernandez natürlich immer noch da. Also es wird sehr, sehr schwer. Wir sind nicht der Favorit. Wir müssen aber eigentlich gewinnen, damit wir wieder Tabellenführer werden. Also nicht eigentlich, wir müssen gewinnen. Leipzig hat 2 Punkte Vorsprung. Aber es ist ganz eng. Die Bayern waren noch dahinter. Die spielen jetzt gegen Augsburg. Frankfurt spielt gegen Heidenheim. Die haben aber schon gespielt. Oh weia, das wird alles noch sehr, sehr eng. Also, aber ihr seht ja, es wird nie langweilig. Wir haben immer was zu tun. Es gibt immer Spektakel. Jetzt haben wir eine Mannschaft... die irgendwo essen war, die dann in der Nacht darauf Durchfall gekriegt hat. Bin sehr, sehr gespannt, wie wir das gelöst kriegen. Also, Spitzenspiel gegen Leipzig. Wir müssen gewinnen, um Tabellenführer zu werden. Mehr geht gar nicht. Also, schaltet ein. Lasst dann noch oben da kostenloses Abo unter dem Video. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.